Putin soll Deutschland verlassen! Remigration heißt die große Aufgabe und die werden wir beherzt angehen. Unsere Vorfahren waren keine Verbrecher. Deutschland erlebt einen Rechtsruck. Und die Leute hier protestieren dagegen, weil sie Angst haben, dass sich die Geschichte wiederholen könnte. Und zwar der schlimmste Teil unserer Geschichte, die Nazi-Zeit. Volk und Erde, das sind die beiden Wurzeln, aus denen wir unsere Kraft ziehen wollen. Danach haben wir gesagt, nie wieder. Aber könnte das trotzdem noch mal passieren? Wir kommen wieder! Deutschland in Deutschland! Ausländer raus! Deutschland in Deutschland! Ausländer raus! Ausländer raus! Ist jetzt alles so wie 1933? Um gegen den unerträglichen Rechtsruck in Deutschland aufzustehen und gegen die AfD zu protestieren. Ich bin in Frankfurt am Main auf einer der großen Demos gegen Rechtsextremismus in Deutschland. 35.000 Menschen sind gekommen, als Reaktion auf das Geheimtreffen von Rechtsextremen. Wie geht's euch gerade mit dem Rechtsruck in Deutschland? Scheiße. Also, ich habe das Gefühl, dass es wichtig ist, vielen von den Leuten, die halt jetzt die AfD zum Beispiel aus Trotz wählen oder einfach weil denen andere Parteien nicht stark genug sind, das nochmal bewusst sein muss, dass genau das auch früher der Grund war für die Leute, die alle so haben, ja, wir sind ja nicht rechts, aber und aber und dass jetzt wirklich genau die gleichen Sätze verwendet werden. Die Leute sagen das Gleiche, die Leute denken das Gleiche und es wird halt im Endeffekt aufs Gleiche zulaufen. Weil ich mich fühle wie kurz vor 1933. Ich beschäftige mich viel mit der Geschichte und wir stehen praktisch genau kurz davor. Ich glaube, dass es ein ähnlicher Moment ist, wo eine Gesellschaft kippen kann und wo es sehr, sehr wichtig ist, daran zu erinnern, wir haben die Lehre davon gehabt, jetzt heißt es halt aufwachen. Lässt sich das echt so vergleichen? Um das rauszufinden, fahre ich nach Weimar. Dort entstand die erste deutsche Demokratie, die Weimarer Republik. In dieser Zeit konnten aber auch Adolf Hitler und die Nationalsozialisten groß werden. Und 1933 schließlich die Weimarer Republik und ihre Demokratie abschaffen. Weimar ist ein total symbolischer Ort. Und das hat auch Hitler so genutzt. Schon 1926 ist hier ein großer Parteitag der NSDAP. Und auch später empfängt Weimar den Führer euphorisch. Für Andersdenkende entsteht 7 Kilometer weiter das Konzentrationslager Buchenwald. Unter dem Jubel der Bevölkerung trat der Führer in Weimar, der Gauhauptstadt Thüringens, ein. Die Fahrt ging über den Adolf-Hitler-Platz, auf dem die neuen Bauten im Entstehen sind, zum Haus Elefant. Ich bin mit Franka Maubach verabredet. Sie ist Historikerin und kennt sich mit der Geschichte des Nationalsozialismus aus, auch gerade hier in Thüringen. Kann sich Geschichte wiederholen? Nein, ich glaube nicht, dass sich Geschichte wiederholt. Ich finde Analogien wichtig, weil sie uns darauf hinweisen, dass unsere Gesellschaft, unsere Politik vielleicht in Gefahr ist, dass es eine Gefährdung der Demokratie gibt, dass Demokratie auch scheitern kann und dass Demokratie schnell scheitern kann. Auf der anderen Seite unterscheidet sich die Gesellschaft 1933 ganz eklatant von der Gesellschaft im Jahr 2024. Und damit kommt jede Analogie schnell auch an ihre Grenzen. Aber was ist 1933 eigentlich genau passiert? Am 30. Januar marschieren die Nationalsozialisten in Berlin. Sie haben es endlich in die Regierung geschafft. Obwohl die NSDAP nur 33% der Stimmen hatte, wurde Hitler zum Reichskanzler ernannt. Die Nationalkonservativen holten ihn ins Kabinett. Sie glauben, sie würden ihn schon in Schach halten. Dabei hat Hitler schon früher klargemacht, was er will. Ich habe mir ein Ziel gestellt, nämlich die 30 Parteien aus Deutschland hinauszufegen. Ende Februar 1933 brennt der Reichstag. Hitler nutzt den Brand, um eine Notverordnung zu erlassen, die den Menschen die wichtigsten Grundrechte nimmt.
Seine SA verbreitet ungehindert Terror auf den Straßen. So und mit viel Propaganda gewinnt die NSDAP die Wahl im März 1933. Dann kommt das Ermächtigungsgesetz, das Parlament ist entmachtet. Der Gau Thüringen grüßt dem Führer, Deutschland ihm Sieg! Hitler ist Diktator. Innerhalb weniger Monate sind alle Parteien außer der NSDAP aufgelöst, Deutschland gleichgeschaltet. Hitler will seine Macht zeigen, gerade in Weimar. Er plant ein Megaprojekt, das Gauforum, ein riesiger Komplex, die Zentrale der Nationalsozialisten in Thüringen. Eine Machtdemonstration, die bis heute steht. Franka Maubach erzählt mir die Geschichte. Hier war früher während des Nationalsozialismus das Gauforum, das schon 1933 geplant wurde. Und es sollte so ein Musterort oder Modellort des Nationalsozialismus in Thüringen werden, das ja so als Mustergau galt. Was bedeutet das denn, Mustergau? Also in Thüringen hat die NSDAP schon vor 1933 große Erfolge gehabt. Thüringen war das erste Land, in dem die NSDAP einen Minister gestellt hat, nach der Wahl im Dezember 1929. Wilhelm Frick, der spätere Reichsinnenminister, ist dann hier in einer Regierung aus völkisch-konservativen Kreisen Innenminister geworden. Der hat versucht, Linke rauszubringen aus der Verwaltung, Kommunisten zu verhindern, als Bürgermeister oder als Lehrer zum Beispiel. Er hat versucht, die Kultur als Volksbildungsminister umzugestalten. Und ja, so schon so eine Art nationalsozialistische Umgestaltung der Gesellschaft und der Politik ins Werk zu setzen. Wie war denn damals die Stimmung in der Bevölkerung bei den normalen Leuten? Wie konnte es so weit kommen? Ich glaube, in der Bevölkerung haben viele ein großes Krisenbewusstsein gehabt. Nach dem Ersten Weltkrieg, nach den Wirtschaftskrisen, es gab ja auch Mitte der 20er Jahre, 1923 gab es die große Inflation, Ende der 20er Jahre gab es eine große Wirtschaftskrise, eine weltweite Wirtschaftskrise, es gab eine instabile Politik, es gab insgesamt in der Bevölkerung das Gefühl, im Chaos zu versinken, und dafür verantwortlich gemacht wurden beispielsweise Juden und Jüdinnen und auch Linke, denen zugeschrieben wurde, sie würden die Republik noch weiter ins Chaos stürzen. Und in dieser Situation erhoffte sich die Bevölkerung von der NSDAP eine Rückkehr zu einer sicheren, geordneten Gesellschaft. Stattdessen entfesseln die Nazis den Zweiten Weltkrieg, in dem mehr als 70 Millionen Menschen sterben. Und im Holocaust töten die Nazis systematisch mehr als 6 Millionen Juden und Jüdinnen. An diese Opfer erinnern uns Denkmäler, auch als Mahnung. Aber nicht alle sind damit so einverstanden. Björn Höcke, AfD, im Januar 2017. Wir Deutschen, also unser Volk, sind das einzige Volk der Welt, das sich ein Denkmal der Schande in das Herz seiner Hauptstadt pflanzt. Wir werden uns unser Deutschland Stück für Stück zurückholen. Die AfD sitzt mittlerweile in fast allen Landesparlamenten und im Bundestag. Sie ist erfolgreich mit ihren Parolen.